Schauen wir in den Nahen Osten. Die USA bereiten offenbar einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vor. Beteiligt seien unter anderem CIA-Direktor Burns und Außenminister Blinken. Das berichtet nun die Nachrichtenagentur Reuters, beruft sich auf Insider-Informationen dabei. Unterdessen teilte die Terrororganisation Hamas allerdings mit, dass es momentan gar keine Notwendigkeit für neue Vorschläge gebe. Stattdessen müsse der Druck auf Israel erhöht werden. Widerstand kommt jedoch auch aus Jerusalem. Ministerpräsident Netanyahu ist nicht bereit, die israelischen Truppen aus dem sogenannten Philadelphia-Korridor an der Grenze zu Ägypten abzuziehen. Nur so können die Hamas-Terroristen auch weiterhin wirkungsvoll vom Nachschub mit Waffen und Geld abgeschnitten werden. So seine Begründung. Und damit zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf, weiterhin für uns in Tel Aviv. Guten Morgen, Steffen. Also auch die USA bringen da neue Verhandlungen noch mal ins Gespräch. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist ja jetzt wieder in die Region gereist, um das voranzubringen, hat aber vorher Israel auch noch mal scharf kritisiert. Wie schaut man darauf? Also zunächst einmal vielleicht ganz kurz zu dem, was die Außenministerin hier machen wird. Zunächst ist sie heute in Saudi-Arabien und Jordanien, also andere sozusagen Big Players in der Region, die für das Sicherheitsgefüge im gesamten Nahen Osten auch mitverantwortlich durchaus sind, und kommt dann hier nach Israel, wird sich dann auch mit der Familie eine der 6 getöteten Geiseln heute noch treffen, und dann gibt es politische Gespräche mit dem Verteidigungsminister, mit dem israelischen Außenminister. Kann Annalena Baerbock da tatsächlich auch in der Geiselfrage etwas bewegen? Ich habe den Eindruck, Deutschland hat da letztendlich nicht viele Optionen, außer natürlich mahnende Worte, dass man aufeinander zugeht, dass es möglicherweise einen Kompromiss gibt, dass die Geiseln freigelassen werden müssen. Zum 9. Mal ist ja Annalena Baerbock jetzt schon hier in Israel seit dem 7. Oktober. Also sie versucht da ihre Möglichkeiten dann auch einzubringen. Aber noch einmal, ich habe den Eindruck, dass der deutsche Einfluss da doch relativ gering ist. Steffen, du hast das Thema Geiseln eben angesprochen, und heute Morgen vor wenigen Minuten hast du uns Bilder überspielt von einem Video, das eine weitere Geisel zeigt, die von der Hamas menschenverachtet hingerichtet worden ist. Welchen Einfluss hat denn das jetzt auch auf die weiteren Verhandlungen über eine Waffenruhe und einen Geiseldeal? Ja, also es ist das 3. Video inzwischen, was die Terrororganisation veröffentlicht von den getöteten Geiseln. Das sind ihre letzten Botschaften. Und natürlich versuchen sie da weiter den Druck hier zu erhöhen. Wenn wir auf dieses Video vielleicht schauen, da ist zum einen natürlich die Aussage von Kamel Gad, wo sie die Regierung auffordert, doch alles zu tun für die Freilassung. Aber dann wird auch eine Sanduhr beispielsweise eingeblendet, eine Uhr, die da läuft. Und gleichzeitig auch auf Englisch wird eingeblendet, die Zeit läuft aus. Also da wird ganz klar damit gedroht, dass eben nicht nur diese 6 Geiseln jetzt, die ums Leben gekommen sind, zu den Opfern zählen werden, sondern dass weitere Tote dazukommen werden, dass weitere Geiseln, die noch am Leben sind, umgebracht werden. Reagiert Israel auf diesen Druck? Netanyahu hat gestern Abend in der Pressekonferenz noch einmal klar gesagt, wir lassen uns hier nicht erpressen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geiseln freikommen. Ja, aber die Sicherheit Israels ist auch wichtig, und dieser Korridor darf nicht freigegeben werden, weil dann würde die Hamas mit den Geiseln möglicherweise sogar versuchen, sich abzusetzen. Es würden wieder Waffen, wieder Munition, wieder Raketen in den Gazastreifen hineinkommen. Das können wir auch nicht zulassen. Also ich habe leider, muss ich ganz persönlich sagen, den Eindruck, dass da momentan wieder wenig Bewegung ist, auch wenn die USA versuchen, da Druck zu machen und einen neuen Vorschlag in Kürze präsentieren wollen. Also noch kein Ausweg so richtig in Sicht. Steffen, danke.